hier kommen wir zum absoluten Kern, warum eine Seele einen Menschen erschafft, nämlich um ihre Ideen und Konzepte zu überdenken. Und damit ist die menschliche Inkarnation eine der wertvollsten. Natürlich kann man jetzt sagen, warte, Lia, aber auf den Plejaden kann ich doch auch lernen und. Aber erinnert euch mal an das, was ich am Anfang zu dem Hybridisierungsprogramm gesagt habe. Da habe ich euch erzählt, dass der Mensch mit seiner Widerstandskraft und seiner Resilienz einzigartig ist und die Dualität und das Spektrum, in dem wir Menschen operieren, einzigartig ist und wir immer noch leben, obwohl andere extraterrestrische Spezies schon längst gestorben wären. Sie würden es nicht aushalten. Der Körper würde kollabieren. Der Geist würde kollabieren. Das Bewusstsein könnte es nicht halten. Der Mensch kann es. Das heißt, egal wie die Erde ist, es ist eine Manifestation von den Seelen und das mit Bestimmung und Agenda und ganz besonders großer Hoffnung und einem großen Wunsch zu sehen, was ist okay und was ist nicht okay. Weil wenn wir nämlich bedenken, dass eine Seele in der Unendlichkeit existiert, alles ist, was ist, immer existiert hat, immer existieren wird, existiert alles in dem Spektrum einer Seele. Auch die Sachen, die doof sind, für die sich ein Mensch furchtbar schämen würde und verurteilen würde. Und wir alle als Seelen, die in der Unendlichkeit operieren, haben Quatsch gemacht. Und jemand, der da sitzt und behauptet und sagt, ich habe das nie gemacht, ich bin immer positiv, der ist nicht in seiner souveränen Schöpferkraft. Er würde nämlich oder sie würde nämlich in dem Moment aus der menschlichen limitierten Perspektive sagen, ich bin nicht unendlich. Weil die Unendlichkeit inkludiert alles, alle Potenziale, die gelebten und die ungelebten, aber sie existieren. Und sie existieren und erschaffen hier natürlich die Möglichkeit, auf der Erde zu operieren. Und wenn mir Leute begegnen, die negativ sind, dann weil ich diese Person auch bin. Wenn mir etwas begegnet, was wunderschön ist, aber ich mich selber so nicht sehe, dann existiert die Schönheit im Außen nur, weil die Schönheit auch in mir existiert. Und hier ist dann der nächste wunderschöne Punkt, ist wirklich zu erkennen, alles ist meine Energie, ich erschaffe es, ich bin ein Seelenwesen in der Unendlichkeit, das sich erfährt als alles und als Mensch. Und dazu gehört es halt einfach auch mal limitiert zu sein. Aber dafür sind wir in der Lage, ganz, ganz schnell große Veränderungen in uns als Seele auszulösen. Wenn wir zum Beispiel erkennen, oh, das, was ich gemacht habe, war nicht okay. Die Energien anderer Leute zu stehlen und als meine zu verkaufen, ist nicht okay. Die Energien von anderen zu nehmen, um mich selbst zu ernähren, nicht so toll. Ich erschaffe jetzt meine eigene Energie wieder. Stellt euch mal vor, was das in euch als Seele auslöst. Wenn ihr davor von den Energien anderer Seelen gelebt habt, durch Negativität und Positivität, Energievampirismus müssen wir nicht hereingehen, aber und dann auf einmal erkennt, oh, ich erschaffe jetzt meine eigene Energie, weil die Energie von anderen ist dreckig und langweilig und die ist ja schon da. Und ich habe alles in mir. Stellt euch mal vor, was das im Kosmos auslöst. Und das ist gerade zu diesem Moment hier auf dieser Erde ein großes Thema. Energiestehlen, Machtspiele. Und wer hier realisiert und die Verantwortung nicht abgibt und sagt, das machen die Politiker, das macht mein Nachbar. Energie stehlen, ich nicht, nein. Ich mache nichts von dem, was Lia sagt. Aber dann das umändert in der Perspektive und sagt, okay, ich mache das und jetzt machen wir es besser. Ich mache jetzt meine eigene Sache, meine eigene Energie. Ich gehe nicht mehr in Machtspiele. Ich höre andere auf zu manipulieren. Warum auch? Diese Realisierung verändert den Kosmos und zwar massiv. Und da sind wir gerade dabei, in dieser Transitphase. Alle Planeten, alle Versionen der Erde. Nicht nur diese, auf der ich gerade bin oder diese, in der du dich befindest und die Community befindet, sondern alle Versionen der Erde gehen gerade durch diese Realisierung. Und das ist cool. Das ist sehr cool. Der Aufstieg und die menschliche Inkarnation und die Entwicklung des Menschen in eine neue Version des Menschen ist in Stein gemeißelt. Und ihr kommt dorthin. Und wenn ihr keinen Cent der Welt zur Verfügung habt und ein Bettler auf der Straße seid, dann kommt ihr dort auch hin.
Wenn ihr euch das vorgenommen habt, dann ist das der Weg. Und wenn ihr euch das vorgenommen habt, als Multimillionär zu machen, dann kommt ihr als Multimillionär dorthin. Aber ich sage euch eins, die haben es teilweise schwerer. Warum? Weil sie ein Leben haben, das sie versuchen irgendwie zu erreichen und ein gesellschaftliches Leben führen. Die Leute, die wirklich in den Frieden kommen und erkennen, alles ist immer da zur richtigen Zeit. Ich habe jetzt hier, während ich mit verschiedenen Personen und verschiedenen Versionen des Kollektives gearbeitet habe, Menschen getroffen, die haben keinen Cent. Aber sie kommen her und sagen, meine Seele, mein Geist kümmert sich immer gut um mich. Und alles ist zur richtigen Zeit da. Und wenn sie mir Leute schicken wie dich, und wir ein Gespräch im Supermarkt an der Kasse führen und die Inspiration da ist. Das ist ein Konzept, dass man Geld haben muss, um sich Spiritualität auch leisten zu können. Das kommt aber auch von den Coaches, die dieses Konzept sehen. Aber es braucht eine andere Seite, die dieses Konzept glaubt. Es gibt immer Mittel und Wege und auch wir in Ozeanlicht, wir versuchen das immer den Leuten zu ermöglichen in Ratenzahlungen oder auch teilweise, dass wir Stipendien vergeben. Aber wir wissen auch, dass etwas seinen energetischen Ausgleich braucht, damit es nicht zum Energiestehlen wird. Alles muss irgendwie dienen. Und deswegen haben wir auch Kurse, die bepreist sind, weil sie so intensiv in der Wirkung sind und so radikal wirken, dass es einen energetischen Ausgleich einfach benötigt, um die Balance zu erschaffen im Quantum. Also es hat alles seinen Sinn, aber glaubt nicht, dass ihr Geld haben müsst, um euren Aufstieg zu machen. Das ist Shit. Alles, was ihr braucht, ist euer Herz und die Verbindung mit eurem Herzen, damit ihr wisst, was dient mir und was nicht. Euer Herz sagt euch die Resonanz. Fühlt sich etwas gut an? Dann geht dorthin. Fühlt sich etwas schlecht an und löst in euch das Gefühl von Knappheit und Mangel aus, dann lasst das bleiben. Wenn ein Workshop zum Beispiel angepriesen wird mit, es gibt nur so und so viele Plätze und nur so und so viel und ta und ihr habt das Gefühl, ich muss das jetzt unbedingt besuchen, sonst komme ich zu kurz. Was lernt ihr dann? Zu kurz zu kommen. Das ist die Quintessenz, durch die ihr dann in so einen Kurs geht. Und dann wundert man sich, warum man kein Geld hat, um sich den nächsten Kurs zu kaufen. Das ist nicht die Essenz. Alles ist da. Fühlt, wie fühlt sich etwas an in euch? Ruft euch etwas? Oder habt ihr Druck, etwas tun zu müssen, um größer zu werden, besser zu werden, weiter zu werden? Das ist Quatsch. Dann braucht ihr diese Sache nicht, weil alles ist in euch. Und jeder Coach, selbst ich, bin nur bei euch und ihr könnt mich nur hören und sehen und das hören, was ich sage, weil es bereits in euch ist. Ja, auch simpel. Alles ist in euch. Ihr befindet euch in eurer Energie. Und ihr erfahrt das Spektrum, was ihr erfahren könnt, wofür ihr bereit seid. Und das ist immer so. Das heißt, wenn ihr euch etwas nicht leisten könnt, dann weil ihr es nicht braucht. Jetzt.